Hi zusammen, heute geht es um Nudge, ein tolles Buch von Richard H. Thaler und Sunstein. Hier vorne, man sieht es noch ein wenig, ist ein Aufkleber drauf, den werde ich auch gleich abziehen, den habe ich jetzt nur drauf gelassen, um darüber erzählen zu können. Der ist ganz schön abgerieben, er war mal so goldig und da stand irgendwas drauf mit, ich weiß gar nicht mehr genau was, von wegen Wirtschaftsnobelpreisträger. Ja, ich weiß, es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis, ne, ihr wisst das auch, aber der quasi Wirtschaftsnobelpreis. Und sobald ich das sehe, denke ich mir, ja, der Mensch kann gar nicht so dumm sein. Vielleicht sollte ich mal lesen, was er oder in diesem Fall sie so zu sagen hat, Schrägstrich haben. Worum geht es hier? Wie man kluge Entscheidungen anstößt. Also nicht unbedingt, wie man kluge Entscheidungen trifft, wichtiger Unterschied, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Und genau das meinen sie mit Nudge. Nudge auf Deutsch ist sowas wie so ein Schubs oder so ein kleiner Stoß in die Rippen sozusagen, also so eine, ja genau, so ein Anstoß, etwas richtig zu tun. Das Buch ist irgendwie, wie viele Seiten Inhalt hat es? So 340 Seiten Inhalt ungefähr. Nicht so groß geschrieben, aber man kann es wirklich super lesen. Es gibt relativ wenig Bilder, falls sich Bilder interessieren sollten. Hier zum Beispiel mal ein Beispiel, sowas könnte dann eine Abbildung sein, wo es halt Informationsetikett zum Kraftstoffverbrauch, wo es darum geht, wie Daten aufbereitet werden. Jetzt so zum Inhalt. Es geht halt, wie gesagt, darum, Informationsarchitektur zu betreiben. Dazu muss ich sagen, die ersten, ich glaube, knapp 100 Seiten, die sind einfach für mich und vielleicht auch für dich, das darfst du jetzt selber beurteilen, relativ langweilig, weil ich halt schon schnelles Denken, langsames Denken gelesen habe. Und wenn man das gelesen hat, dann kann man sich die ersten 100 Seiten hiervon schenken. Aber mir war auch relativ schnell klar, da muss noch was Spannendes nachkommen. Deswegen habe ich da relativ schnell drüber gelesen, habe es gelesen, gab nicht viel Neues, aber danach wird es cool. So, es geht hier generell um den paternalistischen Liberalismus. Sprich, Amerikaner sind ja gerne sehr wirtschaftsliberal, also der Markt reguliert sich selber, Prinzip der unsichtbaren Hand etc. Aber wenn man schon irgendwie Leuten Entscheidungen nahelegt, sollte man das dann vielleicht auf eine Weise tun, die ihnen gut tut. Als Beispiel wird ganz am Anfang genannt, wenn ich derjenige bin, der dafür verantwortlich ist, in einer Cafeteria von einer Schule mir auszusuchen, wo das Essen steht, wo welches Essen steht, nicht welches Essen angeboten wird, sondern nur, wo das steht. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich könnte sagen, das ist alles zufällig. Also es ist egal, ob zuerst die Pizza da steht und dann der Salat und wir gehen jetzt mal davon aus, Salat ist gesünder als Pizza. Oder ob erst der Salat da steht und dann die Pizza. Natürlich wird das alles ein bisschen weitläufiger, aber du weißt, was ich meine. Und ich muss irgendeine Entscheidung treffen. Treffe ich die zufällig? Treffe ich die so, wie ich sie für vernünftig halte? Treffe ich die so, wie es der Mehrheit besser gefällt, etc.? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Idee hinter diesem Buch ist halt, die Leute sollen immer alles frei wählen können. Also ich soll mir aussuchen können, ob ich Salat oder Pizza essen möchte, in welche Anlageform ich mein Geld investiere, wie viel ich für meine Altersvorsorge zurücklege etc. Aber mir sollen hilfreiche Hinweise gegeben werden. Ich soll ja so in die richtige Richtung gestupst werden. Hier ist zum Beispiel ein schönes Bild. Designs für 4-flammige Gasherde. Da geht es einfach nur darum, ich darf immer meinen 4-flammigen Gasherd benutzen, wie ich möchte und die Platte anmachen, die ich möchte. Die Frage ist nur, wie kann ich dem Nutzer dieses Gasherdes als Designer, also als Informationsarchitekt, das Leben einfacher machen. So, also hier zum Beispiel hinten, vorne, das kann ich mir merken, aber so richtig toll ist es vielleicht nicht. Und wenn ich das jetzt hier so angeordnet habe, dann ist relativ klar, dass dieser Regler oben links sehr wahrscheinlich für diese Kochplatte oben links zuständig ist. Und genau hier habe ich auch so eine Links-nach-Rechts-Aufteilung. Das heißt, das hier wird sehr wahrscheinlich auch von links nach rechts funktionieren, wohingegen hier mir das wirklich einfach merken muss, dass irgendwie hinten immer zuerst kommt. Genau um sowas geht es im Buch. Wie schon gesagt, die ersten 100 Seiten kann man sich schenken, wenn man schon vergleichbare Literatur gelesen hat, aber danach wird es wirklich cool, wirklich spannend. Ganz wichtig, es gibt einen Teil, da steht sowas drin wie, wenn du dich noch nicht um deine Altersvorsorge gekümmert hast, mit Rentensparplänen etc., das wird noch ein bisschen detaillierter erklärt, als ich das jetzt erzähle, dann leg dieses Buch zur Seite und kümmere dich jetzt drum. Und genau in dem Moment habe ich gedacht, oh ja, das sollte ich wirklich mal ein bisschen besser angehen. Was ich persönlich auch sehr spannend fand, war die Unterscheidung von verschiedenen Anlageformen, also wo halt erklärt wird, möchtest du zum Beispiel in Aktien anlegen, und das ist jetzt gar nicht so, hier ist die perfekte Aktie für dich, sondern es geht mehr um die Entscheidung,
ist ein ETF eine gute Anlageform oder wann würde ich mich entscheiden, in Aktien anzulegen? Schönes Beispiel ist, wenn mir jemand sagen würde, du hast eine, ich glaube, Sie sagen, erblich bedingte Krankheit oder Condition oder wie auch immer, und du wirst irgendwie in einem Monat für 20 Jahre in einen Schlaf fallen und danach wieder aufwachen. Wie lege ich dann mein Geld an? Und viele Leute haben ja zum Beispiel Angst vor Aktienmärkten, weil die halt kurzfristig hoch und runter gehen, Volatilität etc. In dem Fall würde ich über 20 Jahre mit ziemlicher Sicherheit sagen können, entweder geht alles kaputt oder Aktien gehen halt auch bergauf. Und zwar besser als andere Anlageformen, nicht als alle, aber als viele. Das heißt, ich würde mein Geld einfach in den Aktienmarkt stecken, nach 20 Jahren aufwachen und sagen, hey, das hat gut funktioniert. Und im Prinzip kann man sich das ja so auch vorstellen, Altersvorsorge sollte man vielleicht schon mal 20 Jahre, bevor man in den Altersruhestand oder wie auch immer gehen möchte, sich darüber Gedanken machen. Und dann, warum nicht in Aktien investieren? Also insgesamt ein sehr zu empfehlendes Buch, war auch gar nicht teuer. Ich habe irgendwie 11 Euro offensichtlich bezahlt. Ich werde das hier auch mal verlinken in der Beschreibung. Und falls sich sowas anspricht, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Alles klar? Bis zum nächsten Mal. Ciao.